Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play GTA 5. Also willkommen zurück wohl ja. Und ich mache hier mal ganz kurz den Vollbildmodus an. Und warum GTA 5? Ganz einfach nur deswegen, weil es schon sehr lange her ist, dass eine Folge kam. Und ich mir ganz einfach dachte, komm, du hast jetzt in letzter Zeit so oft GTA aufgenommen, kannst du jetzt auch mal weitermachen. Und ja, das wäre ich auch. Und wir machen keinen Mod, wir machen heute die Hauptstory weiter. Komplett ohne Mods, das heißt kein Simple Native Trainer, aber dennoch mit matschiger Grafik und höchstwahrscheinlich einer nicht standardgemäßen heutzutage Auflösung, also keine 1080p, sondern nur 720p. Aber das sollte auch vollkommen ausreichen und es erleichtert mir so einiges, wie zum Beispiel das Aufnehmen auf die meiste Zeit 30 FPS. Und halt auch das Rendern hinterher, weil die Dateigröße dann nicht so groß ist und nicht so viele Pixel gerendert werden müssen. Das müsst ihr auch berücksichtigen, ich hänge da stundenlang an einem Video, damit da auch alles sitzt und passt. Und ja, ich bin schon ein bisschen weiter hier in der Story, wie eigentlich das Let's Play ist. Das liegt einfach nur daran, dass ich eine Zeit lang mit einem falschen Spielstand gearbeitet habe, beziehungsweise gespielt habe. Und warum ich auf dem Fahrrad bin, keine Ahnung. Ich habe das Spiel gerade eben erst gestartet und Michael saß auf dem Fahrrad da oben. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Nicht wirklich viel, außer dass ich jetzt natürlich eine Mission starten werde. Mit euch, live dabei seid ihr. Mission nochmal spielen, und zwar waren wir bei Freundschaftsanfrage. Da waren wir gerade beim guten Lester und jetzt sind wir rausgegangen. Und von dann an hatte ich keine Aufnahme mehr. Need my help. How do you know? Because you came here. Why else would you? I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. Na gut, das können wir überspringen, weil wir waren ungefähr hier. Und dann habe ich die Aufnahme verloren. Es werden verlorene Folgen sein, die ich nicht wiederherstellen kann. Die auf ewig verloren sein werden. Das muss man sich mal vorstellen. Oh, scheiße. Ja, das ist jetzt nicht gerade vorteilhaft, was ich hier alles in der Hand habe. Weil normalerweise hätten wir jetzt nur circa eine Pistole, vielleicht sogar eine Schrotflinte. Aber ich habe vorher ein bisschen mit Mods rumgespielt und aus Versehen abgespeichert. Und ja, jetzt spielen wir halt mal weiter mit einer hübscheren Grafik, einer niedrigen Auflösung, deshalb, und es läuft flüssig. 30 bis 40 FPS hier, gerade, rund 40 fast, und ich bin echt froh drum, dass das so flüssig läuft. Die Aufnahme, also ich habe vorhin ein bisschen getestet und ja, es hat mir ein paar Probleme bereitet. Und zwar musste ich dann den Rechner neu starten, zweimal, mehrmals sogar, nicht nur zweimal. Und dann hat es hinterher endlich funktioniert. So habt ihr gerade einen kleinen Frame-Ruckler gesehen, aber das dürfte ja nicht allzu schlimm sein, wenn es nicht allzu häufig passiert. Wenn wir mal unter 29 Bilder die Sekunde gehen, dann ist das, glaube ich, auch noch zu verschmerzen. Aber wir sind ja momentan bei beinahe konstanten 30 bis 40. Jetzt sogar mal über 40 ganz kurz. Und ich hoffe mal echt, dass mit der Aufnahme dann hinterher nichts kaputt ist. Excuse me. I got this interview at this tech company. I'm thinking I need something, I don't know, geeky, youthful. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. Hmm? What about a vest and some cargo shorts? All right. In Ordnung.
dann schnappen wir uns mal ein Gillette. Und ich habe das hier erst letztens wieder gespielt, deswegen sind hier einige Items weiter. Good luck at the interview. Bye now. Oh, ich habe schon so Hosen an. Schade. Weil ich hätte mir gerne passende angezogen. Okay. Wir brauchen natürlich ein ordentliches Fahrzeug. Oh ja. Bleib rot. Nein. Warum wird das immer grün? Wenn ich gerade... Oh. Das hier geht auch. Das gibt's doch nicht, ey. Was soll das? Stehen bleiben. Nein. Michael? I'm all dressed up. Now, you want to run me through this thing? The prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. They just gonna let me in? Why wouldn't they if you look the part? Hang around till someone opens the door and act entitled. Fine. Okay, der hat gerade wieder die Steuerung versagt. Ich finde das immer schade. Dann lasse ich W los und er fährt trotzdem noch. So. Wir wollen natürlich ordentlich fahren. So wie jetzt. Halt den Schattenstil verwenden. Ja. So, da wären wir auch schon. Boah, das war doch geil, oder? Und unbeabsichtigt. Mit Stil gehen wir da hoch. Wir sind nämlich ein Parkourläufer. So. Aufmachen. Hey. Oh, great. PM's pushing for more functionality. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully priced update a year later. Oh my, you know, it's... Yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do, you know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. You know what I'm saying? My union allocated smoke breaks about up, so... Wait a minute. Do I know you? Yeah, I think so. IT temp, right? Yeah. You know, you gotta do something for me. You gotta put it in a ticket. No. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. Besser wär's, Ricky. I'm turning consultant when we release. Consulting consulters. So, dann folgen wir mal den guten Mann. Hi. Oh, hi. Chill out on the beanbag. Marcus will be right out. Oh, I'm gonna take a normal chair. I have a terrible back. Really? The brief was for a relaxed, creative individual, the kind that preferred a beanbag over a real chair, but if you're so... Hallo. Here you go. If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. Oh, you've been at it on this PC. Got any antivirus software? I think so. Behind this junk on the left. Clicked an NSFW link, bro. Bit me on the ass. And we scan. So. There it goes. Ganz schnell, ganz locker, locker flockig aus dem Handgelenk. Might I tempt you with some organic chow or a fair trade Java? We'll get there Gerne. eventually. And that should do it. Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Yes, they are. Nerds. Oh Mann. Nun ja. Verrückt. Okay. Wir tauschen wir hier mal den Prototypen aus. Und vergessen dann auch gleich unsere Tasche. Oh, nice. Beziehungsweise modifizieren den Prototypen. So, dann wollen wir mal. Dude, when it blue screens again, you're my guy. Goodbye.
Okay, dann gehen wir mal hinaus aus dem Laden. Okay. Some a-hole drank my effing hemp milk. There was a totally non-passive-aggressive note on it. Hold on, I'll buzz you out. Ich liebe die Zwischensequenzen in dem Spiel. Was heißt Zwischensequenzen? Ja, halt so Dinge zwischendurch, die passieren halt, so wie das da jetzt. So, dann wollen wir mal wieder in unseren geklauten Mustang. Komm. Hey, Michael, hold on. Domed! I domed ya! Lester, the thing's in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend! Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, sorry, the phone is rigged. And what's your problem? You don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes, none of which interest me. Hey, I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a 2-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. Whatever you say, enjoy yesterday. Anyway, just call the device after he's unveiled it, and then we'll talk. Jo, mach ich. Oh my god, you guys are so lame! Out. No! I'm watching Fame or Shame! Up fucking tits. Give it up. Mimes on fire. What a talent! I've never seen someone set fire to their crotch before. Fantastic! Ladies and gentlemen, please welcome Und los Jay geht's. Norris to the stage. So, Jay Norris. This company has come a long way since we started it in my parents' pool house in East Caraway. Today, you're about to witness a new phase. Full-on, weapons-grade, red alert, world domination! Yay! Weltherrschaft! We have put 1 billion people's private data in the public domain, and we have milked every penny we could in the process. Woo! And we have one of the youngest workforces in the world. An average age of only 14.4 years? That's not just impressive, it's revolutionary! Kinderarbeit, hurra! Ja, weiter so! Today, right here, we're about to make the next step. Prepare to witness the future. Andocken! Zukunft! Ja! The Life Invader mobile device. Yes, we've invented something no one else has ever thought of. A small... Oh, hold on a second. I think someone's trying to... Ja, und fick dich. Hello? Hallo. Oh, Jesus! Whoa! Whoa! Ja, der ist tot. So, verschissen, Bruder. Was geht? Bestanden, Freundschaftsanfrage. So, das war tatsächlich schon die erste Folge. Geil. Dass das so geil läuft, ey. Ah, Zwischensequenz. Nee, doch nicht. Ach ja, jetzt wird ja hier Dings. Das Bevor geladen. Ein Story-Modus wird geladen. Bitte wenden. Bitte wenden. Der gute Ehemann. So. Okay. Und ich würde sagen, da machen wir jetzt auch schon die nächste Mission, die auf der Liste stand. Und zwar war das die Mission Der gute Ehemann. Die erledigen wir und dann machen wir weiter im Kontext.